Wenn dieses Video erscheint, ist gleich Leadtime bei euch. Mein Name ist Harden und heute spielen wir eins meiner absoluten Lieblingsspiele, die Fugger 2. Ich liebe die Fugger 2 und am Beginn dieses Channels stand ja auch ein die Fugger 2 Let's Play. Das war so eine Art Offenbarung für mich. Ich wollte euch allen zeigen, wie toll dieses Spiel ist. Und was soll ich sagen? Es ist mein erfolgreichstes Let's Play und ich danke den vielen Fans, dass sie den Weg zu meinem Kanal gefunden haben und habe mir lange überlegt, was ich machen könnte, habe auch verschiedene Ideen und jetzt endlich habe ich die Idee gefunden, die ich gerne umsetzen möchte. Ich habe ja beim letzten Let's Play einfach die Fugger 2 gespielt, um Regent zu werden, einfach das höchste Amt zu erreichen, die meiste Macht zu haben, das meiste Geld und so weiter. Es hat innerhalb von 2 Generationen funktioniert, was schon ziemlich krass war. Darum dachte ich mir, hey, vielleicht gibt es schwierigere Herausforderungen in dem Spiel. Und klar, man könnte sich weniger Zeit nehmen und so weiter und so fort, aber ich habe eine Seite gefunden, die habe ich auch schon beim letzten Mal konsultiert, aber nicht so sehr erwähnt. Darum möchte ich das jetzt nachholen. Und diese Seite ermöglicht es mir, die alten Aufträge zu spielen. Und warum das wichtig ist, dass ich diese Seite gefunden habe, sage ich auch gleich. Zunächst handelt es sich um die Wunderseite max-plenert.de. Ich habe sie natürlich auch in der Beschreibung verlinkt. Einfach toll. Ich weiß nicht, wann diese Seite erstellt wurde. Sie ist aus heutiger Sicht grottenhässlich, aber sie enthält alle wichtigen Informationen zu die Fugger 2. Einerseits wichtige Dinge wie Produktionsverhältnisse und so weiter, aber noch viel wichtiger, die ganzen Aufträge plus die dazugehörigen Codes. Denn früher, wenn man die Fugger 2 gespielt hat, hatte man 3 Kartenstapel. Einen grünen, einen blauen und einen roten für die leichten, die mittleren und die schweren Aufträge. Auf auf jeder Karte stand drauf, was man machen muss. Und dann waren dort jeweils 3 Zahlencodes à 4 Zahlen. Und jeder Zahlencode für sich hat diesen Auftrag ausgelöst. Aber er hat noch viel, viel tiefgreifendere Einflüsse auf das Spiel ausgewirkt. Was genau, konnte ich nie rauskriegen. Meine Vermutung, dass die NPCs davon beeinflusst werden, konnte ich leider auch nie bestätigen. Aber irgendeinen Grund muss es ja gehabt haben. Ich nehme an, die Ausgangskonstellationen und so weiter verändern sich. Und darum gibt es 3 verschiedene Codes. Tja, gucken wir es uns an. Wir werden es sehen. Auf jeden Fall würde ich jetzt sagen, sollten wir das Spiel einfach beginnen. Ja, wir beginnen ein neues Spiel. Und natürlich mit einem schweren Auftrag. Und wir sind nur ein Spieler. Und unser Name ist Friedrich. Ja, das ist ein großes F. Keine Ahnung, warum das hier so aussieht. Und ich bin männlich. Und wenn ich mich entscheiden müsste zwischen evangelisch und katholisch, würde ich immer evangelischen nehmen, weil die meisten Leute, die ich kenne, die einer Religion anhängen, dem evangelischen Christentum anhängen. Und ansonsten macht das auch in dem Spiel hier gar keinen Unterschied. Es gibt halt Leute, die evangelisch sind, die dich dann mehr mögen, und es gibt Leute, die katholisch sind, die dich dann weniger mögen und umgekehrt. Naja, so ist es halt. Als Farbe nehmen wir natürlich Rot. Ich werde immer Rot nehmen, wenn ich Rot nehmen kann. Und als Hotkey sollte man etwas nehmen, was man sich leicht merken kann. Früher habe ich den Fehler gemacht, den Anfangsbuchstaben meines Namens zu nehmen. Das ist cool, bis man stirbt und eines der eigenen Kinder weitermacht. Denn dann behält man den Hotkey. Und dann hat man den Hotkey und denkt sich so, Sabrinas Hotkey war F. Nee, Sabrinas Hotkey war S. Nee, das funktioniert nicht. A, nee, funktioniert auch nicht. B, nee, C, Das ist blöd. Und dann erwischt man irgendeine Taste und weiß ja, oh, welche war es jetzt? Habe ich jetzt U oder I gedrückt oder was doch K? Oh Gott. Nee. Wir nehmen was, das wir uns leicht merken können, und zwar A. Friedrich, ihr habt eine Niederlassung in Lichterheide geerbt. Möge sie euch zu Reichtum und Ansehen verhelfen. Seid ihr zufrieden? Ja. Und jetzt kommt der magische Moment. Friedrich zieht eine rote Auftragskarte und gebt eine der 3 Geheimnummern ein. Und wir
also ich werde für euch Stück für Stück jeden schweren Auftrag abarbeiten. Wir fangen mit dem ersten an und wenn mir wieder nach die Fugger 2 ist, machen wir mit dem zweiten weiter und so weiter und so fort. Und der erste Auftrag heißt, sorgt dafür, dass 40 Amtsinhaber auf der Ebene fürstlich oder grafschaftlich eures Glaubens anhängen. Und da ich als Kind immer der Meinung war, den ersten oder den letzten Code zu nehmen, würde ich mich jetzt einfach mal für den mittleren entscheiden, damit ich auf keinen Fall weiß, was hier passieren kann. Der mittlere Code ist 0788. Wohlan, Friedrich. Ihr wisst, was ihr zu tun habt. Na klar. Juhu, wuhu, hey. Der nächste Spieler, Herr Friedrich, ohne Amt. Wenn man das Spiel übrigens mit mehr Spielern spielt, Hot Seat. Und wer nicht weiß, was das ist, alle Spieler sitzen um einen PC. Oder wie man früher gedacht hat, einer sitzt vor dem PC, alle anderen stehen drumherum und wer dran ist, darf sitzen. So. Ach, Kinder, ich will gar nicht zu viel erklären, aber auch nicht zu wenig. Durch meine 2 Jahre sind natürlich auch neue Leute hinzugekommen. Und ich erwarte nicht von jedem, dass er sich das Defoga 2 Let's Play von mir anguckt. Guckt euch das Let's Play von Defoga 2 von mir an. Alle Folgen. Nein, ich erkläre es lieber. Also, Defoga 2 kann ziemlich überwältigend sein. Also Name, Geschlecht, Hotkey und so weiter hat eigentlich keinen weiteren Einfluss auf das Spiel. Das ist vollkommen irrelevant. Was man als erstes wissen sollte, ist, jedes Objekt, was ihr hier in eurer Schreibstube seht, macht etwas. Sogar das Fenster. Und ich warne davor, das Fenster anzuklicken. Man hat ganz viele Sachen. Ich gehe da auch nur ganz schnell drüber, weil ich gar nicht will, dass ihr das so weiterlest. Denn im Prinzip ist das alles irrelevant am Anfang, bis auf eine einzige Sache. Handel. Wenn ihr auf Handel klickt, kommt ihr nämlich zu einer Karte. Und die Musik setzt wieder ein. Diese schöne Musik. Ich liebe diese Musik. Ich weiß, das ist alles so kitschig, aber ich mag dieses Spiel. Ach, es ist so schön. Es ist so schön. Ihr werdet wirklich, wenn ihr dieses Let's Play hier verfolgt, werdet ihr auch wirklich sehen, warum es so unglaublich gut ist. Es macht viele Sachen sehr gut und es ist sehr komplex. Und eigentlich ist es im Kern nur eine Wirtschaftssimulation. Naja, also wie wir hier sehen, ist das irgendwie deutschtümlich, aber nicht so richtig Deutschland. Warum man sich für diese Fantasy-Deutschland-Karte nennt, weiß ich gar nicht. Ich nehme an, es wird irgendwelche spielerischen Ideen geben, die dazu geführt haben, vielleicht war in Deutschland nicht ausbalanciert genug als Karte. Ich weiß nicht, keine Ahnung. So haben sie sich auf jeden Fall eine gute Karte überlegt, die noch an anderer Stelle zu greifen kommt. Aber das erst viel, viel, viel später. Das wird dieses Spiel noch nicht passieren. Für uns am allerwichtigsten ist, dass wir wissen, wo unser Ort ist. Und das ist immer dort, wo die Fahne weht. Da ist unser Kontor. Später können wir auch noch in den anderen Städten Kontoren eröffnen. Aber daran ist jetzt noch gar nicht zu denken. Also wirklich nicht. Denn wir sind schließlich Herr Friedrich ohne Amt und haben gerade mal 750 Taler. So. Wenn wir auf den Namen einer Stadt klicken, das ist schon wichtig, dann sehen wir erstens, wie viele Einwohner sie hat. Das ist durchaus relevant, denn das beeinflusst die Nachfrage. Dann den Reichtum. Mit 5 ist das eine durchschnittlich reiche Stadt und wenn man nicht ganz, ganz, ganz viel Glück hat, bekommt man auch keine reichere Stadt zugewiesen. Am Anfang, das ist relevant. Der Steuersatz ist interessant, um zu überlegen, wie viel Kosten man haben wird. Das Lohnniveau ist normal, das ist auch schön. Und es gab natürlich noch keine Katastrophen, wir sind ja im ersten Jahr. Dort stehen nur Katastrophen, die auch tatsächlich während deiner Spielzeit eintreten. Und auch nur welche, die nicht zu alt sind. Wenn also eine Katastrophe zu lange her ist, verschwindet sie da wieder raus. So, dann sieht man hier, welche Waren besonders gut produziert werden können. Das sind Fisch, Rind und Pfeffer. Und dann sieht man hier, welche Waren hier besonders begehrt sind. Das sind Bier, Erz und Waffen. Und hier unten steht noch, dass ich nicht da heile beheimatet bin. So. Wenn wir jetzt auf dieses Häuschen daneben klicken, dann kommen wir in unseren eigentlichen Kontor und können Dinge produzieren. Unter anderem Fisch und Getreide und mehr noch nicht. Die anderen Sachen, wie ihr seht, sind ja ausgegraut. Die bringen zwar theoretisch mehr Geld, das sieht man hier an der Zahl in diesem Halbring drin.
Was der Halbring macht, erkläre ich auch noch später. Aber um die anderen Waren produzieren zu können, brauchen wir Handelszertifikate. Die bekommen wir erst viel später. Zum Anfang können wir diese beiden Sachen produzieren. Für jede Ware gibt es ein perfektes Verhältnis zwischen Produktionsmittel und Arbeiter. In dem Fall für Fische ist es 3 Arbeiter pro Boot. Wenn wir jetzt zum Beispiel Getreide produzieren wollen würden, Korn, dann wäre das perfekte dann wäre das perfekte Verhältnis 5 Arbeiter pro Feld. Ihr seht aber, das ist hier ganz schön teuer. Immer auf die Kosten achten. Gerade in den ersten Runden ist das enorm wichtig, dass man die Kosten im Auge behält. Später geht es mit dem Geld, aber am Anfang ist es wichtig und man darf auf keinen Fall riskieren, in den Schuldenturm zu kommen. Denn gerade früh im Spiel im Schuldenturm zu kommen, bedeutet auch, dass man so eine Endlosschleife gefangen ist und alle Jahre wieder in den Schuldenturm geht. Und irgendwann wird man dadurch ganz stark krank und stirbt, ne? Ist das Spiel vorbei. Ja. Also, wir bleiben beim Fisch und schicken 6 Arbeiter auf ein Boot. Ich würde ja fast sogar noch weiter runter gehen wollen. Aber das ist doch etwas, ein bisschen Minus kann man sich erlauben. So. Also ihr seht, wir haben 57 Taler, 797 Taler geben wir aus. Wir haben 15 Quadratmeter Holzlagerraum. Wir haben einen Wagen, wir haben aber noch nichts zum Exportieren. Und mehr brauchen wir eigentlich noch gar nicht wissen. Der Rest kommt später. So. Jetzt könnte man sich hier gucken, wo geht es denn jetzt weiter? Ich will doch die Runde beenden. Das ist ein bisschen tricky. Da muss man einfach in den leeren Raum mit rechts klicken. Und dann steht, wollt ihr eure Runde wirklich beenden? Und dann sagen wir, ja. Und dann kommt die Endjahresabrechnung. Arbeiter 357 Taler. Produktionsmittel 415 Taler. Gesamtkosten 772 Taler. 22 Taler mehr, als wir eigentlich besaßen. Aber wir haben Glück, es ist nicht ganz so teuer geworden, wie ursprünglich veranschlagt, 797. Warum? Ich weiß es nicht genau. Diese Schwankungen kann ich mir nicht so genau erklären. Ich nehme mal an, das hat was damit zu tun, wie gut die Arbeiter arbeiten. Und im Hintergrund der Wert für gute Arbeit wird wahrscheinlich dann auch gekoppelt sein an den Preis, den wir zu zahlen haben, nehme ich mal stark an. Der Verkauf einiger Gemälde bringt euch 193 Taler. Und da sind sie, die Zufallsereignisse. Das Salz in der Suppe von Die Fugger 2. Man hat stilsichere Musik, tolle stilsichere Bilder. Man hat etliche andere schöne Dinge wie den Sprecher und eben auch diese Zufallsereignisse, die mir wirklich gut gefallen, denn sie sind mächtig genug, um das Spiel zu beeinflussen, aber nicht stark genug, um das Spiel zu entscheiden. Also man findet sie gut und sie machen das Spiel spannender, aber wenn man sich nicht zu schlecht anstellt, sollten sie eigentlich das Spiel nicht für einen gewinnen oder verlieren, außer man hat wirklich Pech. Das kann natürlich passieren, aber das ist schon sehr unwahrscheinlich. Gut, ich habe auch schon mal ein Spiel gehabt, da bin ich im 3. Jahr einfach krank geworden und im 5. gestorben. Das ist dann halt Pech. Aber das sollte uns hier nicht passieren. Und jetzt die Historie und der Grund, warum die Karte, die wir gerade von Mittelland gesehen haben, also nicht Deutschland, sondern Mittelland, nicht besonders historisch korrekt ist und nicht besonders in das Spiel eigentlich passt. Denn das Spiel bettet sich in die reale Historie ein, die ich euch nicht vorlesen werde, denn jetzt ist der Text noch klein, aber später wird er immer größer und das frisst nur Zeit. Wir wollen spielen. Viel wichtiger auch als die reale Historie. Oh, es ist nicht passiert. Sind Ereignisse, die uns gemeldet werden können, wie zum Beispiel jemand langweilt sich in der Ehe, es werden Manöver ausgeführt, was bedeutet, dass Truppen verbessert werden, solche Angelegenheiten. So. Wenn wir da durch sind, können uns noch andere wichtige Informationen gegeben werden, wie Ämter, auf die wir uns bewerben können und so weiter. Aber das werden wir alles sehen. Jetzt kommen wir erstmal zur Abrechnung. So, der Fischfang verlief normal. Wir haben 227 Fische gefangen. Wir haben keine Waren exportiert. Natürlich nicht, wir hatten ja nichts. Und jetzt verlaufen die ersten Runden erstmal gleich. Wir gehen auf Handel, klicken auf unser Kontor. Wir haben 227 Fische und wir verkaufen diese. Wir könnten die verkaufen, indem wir hier unten mit einem Minus rangehen, wenn wir nur einige verkaufen wollen.
Oder wir können hierauf klicken und alle verkaufen. Und das mache ich. Warum? Weil ich der Meinung bin, dass wir erstmal die Menge, die wir produzieren, erhöhen sollten. Und dann sollten wir uns überlegen, dass wir anfangen zu exportieren. So, also meine Idee wäre, wir machen das moderat. 3 Arbeiter, ein Boot. Denn wir müssen uns noch ein bisschen Lagerraum dazu kaufen. Und jetzt ist entscheidend, welchen Lagerraum kaufen wir uns. Nun, es gibt Holz und es gibt Stein. Und der Unterschied besteht darin, dass Holz anfälliger für Zufallsereignisse ist und Stein nicht. Bei Holzlager können Zufallsereignisse auftauchen, wie das Lager brennt euch ab oder eure Mitarbeiter haben in der Freizeit das Holzlager zu Steinlager umgebaut. Aber auch Ereignisse wie es wurde bei euch eingebrochen. Das kann passieren. Das kann bei Stein auch passieren, aber wesentlich seltener und schon gar nicht brennen, glaube ich, ist komplett ausgeschlossen. Und eine Verbesserungsmöglichkeit gibt es nicht. Und Verschlechterungen, meine ich, passieren nicht. Ist mir zumindest nicht bewusst. So, wir bräuchten jetzt also ein paar Quadratmeter mehr. Wenn wir uns die Preise angucken, dann sehen wir den Preis pro Quadratmeter. 3 Quadratmeter würden uns jetzt also insgesamt 114 Taler kosten, während uns hier 7 Quadratmeter 231 Taler kosten würden. Und damit würden wir auf Nummer sicher gehen. Darum würde ich die 7 Quadratmeter kaufen. Das ist übrigens auch so ein bisschen komisch. Du kannst nicht einzelne Quadratmeter kaufen. Du kriegst maximal bis zu 3 Größen vorgegeben und kannst dich dann für eine dieser 3 Größen entscheiden. Kriegst auch, wenn du eine kaufst, keine neue dazu. Das ist etwas komisch, aber das ist so. So, dann kaufen wir mal 7 Quadratmeter. Jetzt haben wir noch 1529 Taler übrig, aber, was ich am Anfang auch oft vergessen habe, wir müssen von unseren Einnahmen noch Kirchenzehnt und Steuern zahlen. Darum würde ich sagen, beenden wir jetzt einfach diese Runde. Urkunde. Der Rat der Stadt Lichterheide hat beschlossen, dass ihr, Herr Friedrich, euch fortan Bürger nennen dürft. Des Weiteren erhaltet ihr das Vorrecht, euch um Amt und Würden zu bewerben. Gezeichnet Konrad, Bürgermeister in Lichterheide. 24 Taler. Glück gehabt. Wir sind nur 24 Taler im Minus. Ja, wir haben 540 für die Arbeiter bezahlt, 617 Taler für die Produktionsmittel, 238 an Verkaufssteuern und 158 an Kirchenzehnt. Eieiei, ich glaube, den Kirchenzehnt zahlen wir auf das, was wir am Ende übrig haben, und die Verkaufssteuern zahlen wir auf das, was wir eingenommen haben. In diesem Jahr widerfuhr euch nichts Besonderes. Naja. So, hier kommt die Historie. Toll. Das Jahr ist relativ ereignislos vorbeigegangen und wir sind dran. Der Fischfang verlief mäßig. Ihr habt keine Waren exportiert. Gehen wir auf Handel, klicken und sehen, wir haben 331, das ist gut, aber wir sehen auch, der Preis ist um 1 Taler gefallen. Das heißt, jetzt wäre doch der Zeitpunkt zu exportieren. Umso mehr, als dass wir sehen, dass die Auslastung beim mäßigen Fischfang nur 88% beträgt. Das heißt, wir sind eigentlich ganz gut in der Einschätzung gewesen. So. Und jetzt wollen wir also Fisch verkaufen. Aber wohin? Das ist gar nicht so einfach. Das kann man eigentlich nur herausfinden, indem man eben auf die Namen der Städte klickt und guckt. Hier interessieren uns immer nur die erste Reihe, hier das hier. Und die Reichtum der Stadt. Diese Stadt hat 7 Ringe, das ist schon sehr reich, ich glaube 8 ist das Maximum. Und begehrt ist gutes hier Korn. In Mortal hat man 5 Ringe und man will Bier. In Greifenheim will man Wolle und hat 7 Ringe. In Bergstedt will man Korn und hat 5 Ringe. In Fürstenbrück will man Holz und hat 8 Ringe. In Falkenhorst will man Fisch und hat 5 Ringe. Das ist doch gar nicht so schlecht. In Waldstein hat man 7 Ringe und will Fisch. Na, das ist doch unsere Stadt. Und Lauenburg sollte kein Fisch wollen. Das ist Hauptproduktion hier, wie man gesehen hat. Also gehen wir nach Lichterheide
Und jetzt seht ihr diesen Pfeil bei keinem Auftrag. Damit können wir Aufträge einstellen. Hier wäre es ein Produktionsauftrag, wo wir immer ändern können, was wir wie machen wollen. Wenn wir jetzt nach unten klicken, dann wäre da kein Auftrag. Und jetzt sind wir bei Verkauf. Und das gibt es in 2 Varianten. Verkauft so und verkauft mit Eskorte. Am Anfang ist es noch nicht so wichtig, Sachen zu eskortieren, aber gerade später, wenn man große Mengen transportiert, viel Ladung hat, die Menge auch sehr wertvoll wird, weil man hochwertige Güter transportiert, sollte man unbedingt Eskorte mitsenden, sonst kann man alles an Räuber verlieren. Logisch, ne? So, wir schicken jetzt einen Karren los und den wollen wir nach Waldstedt schicken. Ich habe die Reihenfolge auch nicht mehr im Kopf, aber da ist Waldstedt. Na bitte. Und den Rest verkaufen wir jetzt. Und dann sehen wir schon, das wird nicht hinhauen, das ist zu wenig. Das heißt, jetzt mache ich Folgendes. Ich verkaufe 10er schritteweise und gucke mir an, mit welcher Summe ich mich wohlfühle. Na, ich wäre eher dafür, dass wir das so machen. 50 transportieren und nochmal 50 verkaufen. Dann haben wir einen kleinen Puffer und hoffen, dass das reicht. Denn je früher man mit dem Export anfängt, desto besser ist es. So. Und ob das mit dem Export geklappt hat und ob ich pleite gegangen bin oder nicht, das sehen wir dann im nächsten Teil von diesem wunderbaren Let's Play Die Fugger 2. Bis dahin, auf Wiedersehen. Hallo, Harden hier. Danke, dass ihr bis zur Endcard dran geblieben seid. Ab jetzt möchte ich meine Endcards dafür nutzen, um euch möglichst einmal im Monat einen neuen Streamer oder YouTuber vorzustellen, den ich besonders unterhaltsam finde. Und anfangen möchte ich mit einem meiner Favoriten, und zwar mit Gamerzag aus Malaysia. Ich bin auf diesen herrlichen YouTuber gestoßen, als ich damals ein Let's Play von Caesar 3 gesucht habe. Und das könnt ihr bereits auch im Hintergrund sehen, denn Gamerzag ist vor allen Dingen bekannt für seine Let's Plays von alten Impression Games, also Caesar 3, Pharao, die Erweiterung Kleopatra, der erste Kaiser, auf Englisch heißt es ja Emperor. Unglaublich toll, er hat da unglaublich schöne Videos gemacht, er hat auch eine tolle Videoreihe namens City Doctor, wo man ihm Safe Games einsenden kann und er die Städte dieser alten Impression Games sich anguckt und repariert oder notfalls neu baut. Er hat auch eine unglaublich tolle Playlist an Retro-Let's Plays, die er gemacht hat, die er Nostalgiasm nennt. Oder Abandonware Adventures, wo er dann nur Spiele spielt, die es technischerweise so nicht mehr zu kaufen gibt. Und er macht auch neuere Let's Plays von Spielen, die mehr oder weniger Neuauflagen von alten Spielen sind, wie Two Point Hospital. Und das Einzige, was wirklich ein bisschen raussticht, aber was ich auch über seinen Channel erst entdeckt habe, ist They Are Billions. Wenn ihr also Lust habt, mehr von diesem tollen YouTuber zu sehen, dann folgt einfach dem Link in der Beschreibung oder folgt seinem Abo-Knopf. Wenn ihr mehr von mir sehen wollt, dann kommen jetzt hier 2 Videovorschläge für euch. Oder ihr könnt meinen Abo-Knopf drücken und vielleicht auch noch die Glocke läuten. Und ich beende diese Endcards mit einem Community-Schrei in 3, 2, 1. Leave!